meine lieben Freunde von altem Lego. Heute gibt es ein großes Übersichtsvideo über die erste Lego Eisenbahnwelt von 1966 bis 1969. Im Mittelpunkt der Anlage stehen die 8 neuen Eisenbahngebäude von 1967 und 68. Ich habe am Tisch 4 Schienenkreise aufgebaut und wir lassen heute alle Züge gemeinsam fahren. Alle Waggons aus den 60ern haben die alten weißen Radlagersteine von 1962. Damals hat Lego nämlich das Rad erfunden und Bewegung in die Modelle gebracht. Ich habe euch alle Fahrzeuge und Flugzeuge schon im Aufbauvideo über das Rad gezeigt. 1966 kam der erste Motor heraus, den man in die Fahrzeuge einbauen konnte. Gleichzeitig mit dem Motor kam 1966 auch schon die Eisenbahn heraus. Bis 1978 hatte sie die typischen blauen Schienen. Im ersten Jahr kamen schon 5 blaue Zugpackungen heraus, mit Lokomotiven in 3 verschiedenen Größen. Das kleinste Zugset ist das 114 mit 88 Teilen. Mit einer kleinen Lokomotive zum Schieben und 2 kleinen Waggons auf schmalen 4x12 Grundplatten und mit den alten roten Hakenkupplungen, die mit einer 2x2 Platte befestigt sind. Der Kamin ist in den dänischen rot-weiß-roten Farben. Der Führerstand hat Fenster aus transparenten 1x2 Steinen. Es ist ein gedeckter 4 Noppen breiter Güterwagen dabei, der nur 3 Steine hoch ist. 1966 gab es noch keine Türen. Der zweite Waggon ist ein Rundgangwagen mit 8 blauen Rundsteinen. Der Zug ist zum Schieben, aber man kann in die Lokomotive auch den Motor einbauen. Dann besteht die ganze Lok nur noch aus dem Motorblock, an dem einzelne Steine aufgebaut sind. Das Batteriefach hat im 4 Noppen breiten Zug natürlich nirgends Platz. Es war damals üblich, dass man die kleineren Züge mit langen Kabeln fernsteuerte. Wenn man den Zug einige Male im Kreis fahren lässt, bekommt man dann einen Kabelsalat. Der kleine Schiebezug 114 war auch im großen Grundbaukasten 080 von 67 dabei. Der größere Schiebezug war das Set 111 mit 118 Teilen. Es ist eigentlich ein Grundbaukasten mit einem Schienenoval und 3 Fahrgestellen aus 6x16 Platten für eine Lok und 2 Waggons. Die Lok ist grob aus Grundbausteinen gebaut, ganz ohne Platten. Die Waggons haben keine besonderen Aufbauten, außer das Bremserhäuschen auf dem Niederbordwagen. Bei diesem Set hat man noch viele Möglichkeiten zum Weiterbauen. Dasselbe Starter-Set gab es auch mit Motor als 115 mit 36 Teilen. Die Lok war wieder sehr einfach gebaut. Am Motor ist die 6x16 Fahrzeuggrundplatte mit Aussparung für Motorblock und Kabelausschlüsse aufgesteckt. Am Kessel haben wir 2 2x8 Balken. Bei diesem Set sind 3 Waggons dabei und wieder ein ganzes Schienenoval. Ich habe das Batteriefach als Schlepptender angehängt. Laut Bauanleitung sollte man es getrennt mit langen Kabeln verwenden. Von den 3 Waggons waren 2 die gleichen wie vom Schiebezug 111 und der dritte Waggon hat 3 Bausteine als Ladegut. Ich habe heute am Tisch 4 Schienenkreise und 2 Haltestellen aufgebaut. Wir werden jetzt nach der Reihe alle Züge eine Runde drehen lassen. Die größte Lokomotive gab es in 2 Packungen. Entweder nur die Lokomotive allein,
als Set 112 mit 77 Teilen. Sie hat das große Batteriefach als Dampfkessel auf dem Motor aufgesetzt. Es gibt kabellose Stromkontakte zwischen Batteriefach und Motor. Die Lok schaut nicht besonders schön aus, hat aber durch ihr hohes Gewicht eine gewaltige Zugkraft. Dieselbe Lokomotive war auch beim großen Zugset 113 enthalten, mit 367 Teilen. Mit einem Schienenoval und zwei einzigartigen 6x24 Noppen langen Waggons mit zweiachsigen Drehgestellen und schönen bedruckten Schriftsteinen. Hier haben wir den Postwagen mit 4 bedruckten weißen 1x6 Steinen. Als zweiten Waggon gibt es einen Personenwagen mit 6 bedruckten blauen 1x6 Steinen als Kurstafeln. Die 18 Fenster sind aus transparenten 1x2 Steinen gebaut. Ich habe mir noch einen zweiten Personenwagen selbst dazu gebaut und jetzt können wir den Zug eine Runde fahren lassen. Für mich sind die blauen Züge von 66 einzigartig, mit ihren vielen kreativen Möglichkeiten, der großen Zugkraft und den wunderbaren Drehgestellen. Man hätte weiter auf dieses System aufbauen können, aber die Drehgestelle, Kupplungen und Bautechniken wurden schon nach kurzer Zeit vollständig ersetzt. Ich sehe den blauen Zug von 66 als eigene Spielwelt. Wie gesagt, war der kleine blaue Schiebezug 114 von 66 auch beim großen Grundbaukasten 080 von 67 dabei, mit 2 kleinen Lastwagen und einem interessanten aus Steinen gebauten Verkehrspolizisten. Mit dem Bahnhof kommt das erste Mal ein typisches Eisenbahngebäude auf seiner absolut neuen, dünnen, grünen Grundplatte. Die Noppen sind nur auf dem Grundriss des Gebäudes. Ein Vorteil, weil man laut Bauplan keine Noppen auszählen muss, ein Nachteil, weil man auf der glatten Platte keine anderen Grundrisse bauen kann. Die roten Fenster und Türen sind noch vom Stadtplan von 54. Beim Baukasten waren 4 Gebäude dabei, mir fehlen hier die originalen Grundplatten. Neu waren 67 der Gartenzaun mit dem Gartentor und die Bodenfliesen ohne Rille. Der große Bahnhof 342 aus 119 Teilen ist wieder auf einer besonderen grünen Grundplatte mit einer flachen Zypresse. Wir haben wieder die roten Fenster und im ersten Stock einen Kontrollraum mit einer Fensterfront aus Transparenzsteinen. Mit dem Dach aus grauen Platten unterscheidet sich der Bahnhof von den anderen Gebäuden, die alle ein schwarzes Dach haben. Das kleinste Gebäude ist der Stellwerksturm 340 mit 74 Teilen. Eine rote Treppe führt zum Steuerraum mit der Tür und einer umlaufenden Fensterfront. Das dritte Bahnhofsgebäude ist der Güterschuppen 341 mit 123 Teilen. Er ist auf schwarzen Stützen gebaut, vorne und hinten ist eine Verladerampe mit 2 blauen Doppeltüren. Links und rechts steht eine flache Eiche. Bei diesem Set fehlt mir noch die originale Grundplatte. Das vierte Set ist die Eisenbahnfähre 343 mit 468 Teilen. Auf einer besonderen grauen 10x48 Grundplatte. Der Deckaufbau hat 2 Fensterreihen, Kamin und Positionslichter. Vorne und hinten eine Bugklappe mit besonderen vertikalen Scharniersteinen. Im Schiffsbauch sind 3 Gleislängen zur Aufnahme von Zügen. Die Fähre kann am Stumpfgleis anlegen
und der Zug fährt in den Schiffsbauch. Für die blaue Lokomotive ist der Deckaufbau zu niedrig. Es haben 2 kleine Waggons Platz. Die Bugklappe schließt und die Fähre kann übersetzen. Interessant sind die blauen Steuerbord-Positionslichter, weil es bis in die 80er Jahre keine grünen Steine gab. Die Positionslichter sind natürlich vorbildgerecht auf beiden Seiten angebaut, weil die Fähre vorwärts und rückwärts fahren kann. Im zweiten Eisenbahnjahr 1967 gab es 2 neue schwarze Lokomotiven. Einmal die Lokomotive ohne Motor, 117 mit 96 Teilen. Mit schön gerundeten Formen aus Schrägsteinen, dem roten Zierstreifen und den Fenstern aus transparenten Steinen am Führerstand. Die Schiebelokomotive ist auf einer 6x16 Platte gebaut, mit einem schwarzen Unterbau aus 2 Grundsteinen und 4 Schrägsteinen, mit den weißen Achssteinen, den alten Waggonrädern mit der geriffelten Felge und der alten Hakenkupplungen auf einer 2x4 Platte. Genau dasselbe Lokomotivmodell gab es mit Motor in der Starterpackung 116 mit 361 Teilen. Es ist ein Schienenoval dabei, die Lokomotive mit Motor und das Batteriefach als Schlepptender. In diesem Set gibt es das erste Mal den alten blauen Motor in schwarzer Farbe. Der 4,5 Volt Motor ist mit 2 blauen 14 Noppen langen Kabeln mit dem Batteriefach verbunden. Die originalen Stecker hatten hohle Stifte. Beim Starterset waren 3 Waggons dabei, der gelbe Postwagen mit dem Postzeichen auf 2 zusammenliegenden, versetzt eingebauten 1x4 Steinen aufgedruckt. Die alten roten 3x4 Türen haben einen dünnen Griff, den man schlecht anfassen kann. Die Waggons sind genauso wie die Lokomotive auf 6x16 Grundplatten gebaut. Das Dach ist mit 2 2x3 Platten verlängert. Der rote Personenwagen ist auch 4 Steine hoch. Es sind 3 Plattenreihen mit einer blauen Zierleiste eingebaut. Der dritte Wagen ist ein Niederbordwagen mit einfachen Bordwänden aus einer schwarzen Steinreihe. Die Waggons in der Startpackung waren die einzigen neuen von 1967. Für die Schiebelokomotive gab es keine passenden Waggons und wenn man den Motor einbauen wollte, musste man den blauen Motor verwenden. Das Problem bei den alten Schlepptenderlokomotiven ist die sehr geringe Zugkraft. Den Zugkraftvergleich vom alten und neuen Motor habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Recht viel mehr als 3 Waggons schafft der Zug nicht. In den Kurven bäumt sich die leichte Lok schnell auf und entgleist oft. Diese schlechten Fahreigenschaften muss man bei einer Originalanlage von 67/68 immer bedenken. 1968 gab es 2 neue elektronische Zugsets. Die Lok mit Pfeiffernsteuerung und das große Westernzug Superset 119 mit 394 Teilen. Eine schöne Westernlokomotive mit Kuhfänger, einem großen Fenster als Spitzenlicht und einem großen Funkenfängerkamin. Der alte 4,5 Volt Motor ist nicht mit den normalen Steckern am Batteriekasten angeschlossen, sondern die Stromzufuhr läuft über 2 verschiedene elektronische Schaltungen. Am Motor ist ein Stoppschalter angebracht mit einem roten Taster. Wenn der Schalter auf das Stoppsignal auffährt, dann hält der Zug. Stellt man das Signal auf freie Fahrt, dann fährt der Zug wieder weiter. Unter dem Batteriefach ist ein Schalter für die Fahrtrichtungsumkehr. Drücken wir den Hebel nach hinten, fährt der Zug rückwärts. Mit dem Hebel nach vorn fährt der Zug vorwärts.
Jetzt stellen wir das blaue Flügelsignal mit dem Hebel auf Stopp. Die Schiene geht nach oben und der Zug stoppt, wenn er auffährt. Stellen wir das Signal auf freie Fahrt, dann fährt der Zug wieder weiter. Bei der zweiten Runde schauen wir uns das Stoppsignal nochmal genauer an. Ich stelle den Hebel nach oben, der Signalflügel geht auf Stopp und die Schiene hebt sich. Der Zug fährt auf und er hält. Mit dem Signal auf freie Fahrt fährt der Zug wieder weiter. Der Fahrtrichtungsumschalter wird mit weißen Pflöcken gesteuert, die an den Schienen befestigt werden. Der Pflock drückt den Hebel nach hinten und der Zug wird auf Rückwärtsfahrt umgeschaltet. Mit 2 Pflöcken kann man eine Pendelzugsteuerung einrichten. Beim Westernzug waren 2 gelbe Waggons dabei mit 8 schmalen roten Fenstern. Vorne und hinten eine Plattform mit einem Gartenzaun und mit besonderen auf 3 Noppen verkürzten Gartentoren zum Einsteigen. Die Waggons haben die alten Räder und die neuen Magnetkupplungen. Die Wendezugschaltung eignet sich besonders gut für ein Stumpfgleis wie hier am Fährhafen. Man muss die alten Waggons verwenden, weil die neuen Westernwaggons mit dem Dachaufbau nicht unter dem Deck der Fähre Platz haben. Das zweite Zugset von 1968 mit einer besonderen elektronischen Schaltung ist das 118 mit 107 Teilen. Eine Lokomotive mit Schleppständer und Pfeiffernsteuerung. Das Pfeifsignal steuert über ein Mikrofon am Tender den Motor. Die Kabelanschlüsse sind mit rotem und blauem Punkt gekennzeichnet. Über dem Motorblock befindet sich die Steuereinheit. Die Trillerpfeife hat 6 Lego-Noppen. Auf das Pfeifsignal fährt der Zug los oder er stoppt. Bei der neueren Schaltung von 69 konnte man den Zug mit einem längeren Pfeifsignal auch rückwärts fahren lassen. 1968 gab es für den elektronischen Zug noch keine passenden Waggonsets mit den neuen Magnetkupplungen. Man musste sich alte Waggons mit neuen Magnetkupplungen nachrüsten. Wir lassen jetzt Lok und Tender einfach leer eine Runde drehen. 1969 gab es die Lokomotiven mit den geprägten goldenen Setnummern. Das ist die Nummer 122 mit 96 Teilen. Mit dem neuen Motor, mit Speichenrädern, aber ohne dem dritten Loch für die Technikachse. Mit dem alten Batteriekasten Typ 2 von 1967. Für die Lokomotive mit Tender gab es 3 getrennte Waggonsets. Den roten Personenwagen 123 aus 98 Teilen. Der blaue Güterwagen 124 aus 56 Teilen. Alle Waggons waren mit den neuen Speichenrädern und den schön bedruckten Schriftsteinen. Der dritte Einzelwaggon ist die kleine Kipplore 125 aus 20 Teilen mit der neuen weißen Kippmulde. 2 dieser Kipploren waren beim Güterzugset 120 aus 169 Teilen dabei. Ich habe kein einziges originales Teil davon. Am Führerstand fehlen die 1x6 Steine mit der 120 Goldprägung. Lok und Tender habe ich aus den Teilen nachgebaut, die ich hatte. Das letzte Zugset für heute ist das 12 Volt Güterzugset mit der Tender-Lokomotive 720 aus 357 Teilen. Am 12 Volt Motor sind die Stromabnehmer, 2 Laufachsen und die 6x22 Grundplatte mit den Magnetkupplungen angebaut. Es sind 3 Waggons mit wunderschön bedruckten Steinen dabei.
ein weißer Kühlwagen mit blauen Doppeltüren, ein gedeckter roter Güterwagen mit Bremserhäuschen und gelben Einzeltüren und ein blauer Flachwagen mit 2 Steine hohen blauen Bordwänden. Überall noch die alten weißen Laufachsen mit den neuen Speichenrädern mit glattem Profil. Beim Set war ein Schienenoval dabei mit den 12 Volt Stromschienen und einem Transformator-Anschlusskabel. Die 12 Volt Lokomotive fährt viel schneller als die 4,5 Volt Lokomotiven. Die Lego-Schienen brauchen sehr viel Platz. Lego ist eine typische Teppichbahn, die man zum Spielen am Boden aufbaut und nachher wieder verräumt. Die Schienenkreise kann man miteinander an den Schwellen mit Platten verbinden. Mit diesen Bildern sind wir jetzt am Ende des heutigen Übersichtsvideos angelangt. Mit der ersten blauen Lego-Eisenbahn von 1966, dem ersten schwarzen Zug von 1967, den elektronischen Schaltungen von 68 und dem neuen 12 Volt Eisenbahnsystem von 69. Ich hoffe, dass ich mich in diesem Übersichtsvideo nicht zu oft wiederholt habe. In der nächsten Woche machen wir weiter mit dem Jahr 1969 und beginnen mit der ersten Generation der Legoland-Spielwelt mit den kleinen Fahrzeugen auf den Miniradsätzen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute zugesehen habt, wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!